Also ich würde es ganz klar jedem Modellierer empfehlen, dieses Tool anzuwenden. Zum einen Zeitersparnis, Nerven werden geschont und es macht Spaß, ja. Bei diesem Dachstuhl war es wirklich die Hälfte an Zeit, die ich gespart habe. Okay, du blendest dir die ein und zeichnest einfach nach. Einfacher geht's ja nicht. Also, Super. ist dieses neue Tool eine absolute Erleichterung. Ja. Braucht dann keine zusätzlichen Schnitte. Also ich finde, es trifft es auf den Punkt, weil man dadurch auf jeden Fall eine Zeitersparnis hat beim Zeichnen. Also von dem her kann ich es so unterschreiben. Ja. Ja, sehr schön. Also momentan haben wir bei 3D-Scan die Tätigkeiten aufgeteilt. Einmal scannen und einmal modellieren. Ich bin der Part, der modelliert. Also wir machen das wirklich mit Leidenschaft. Ich spreche da von mir und von meinem ganzen Team. Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast bei Audivus. Ich habe heute den Andreas Kopfschlägel bei mir von der Firma 3D-Scan. Andreas, sag doch einfach mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Firma. Wie lange gibt es euch schon und was macht ihr so? Ja, mein Name ist Andreas Kopfschlägel, ich arbeite bei 3D-Scan. Die Firma kommt aus Lichtenwald, das ist im Landkreis Esslingen, im schönen Schwabenland. Ich selber komme aus dem Maschinenbau, habe 15 Jahre fast als Konstrukteur gearbeitet. Ja, wir machen hauptsächlich Laserscanning und Nachmodellieren von Bestandsgebäuden. Was für Gebäude modelliert ihr da so? Also ganz unterschiedlich von historischen Gebäuden wie Schlössern, wie auch neuere Gebäude. Zum Beispiel momentan mache ich ein Schulzentrum, bestehend aus 7, 8 Gebäuden. Das Ganze in Lageplan und jedes Gebäude für sich einen einzelnen Grundriss bekommt, einzelne Grundrisszeichnungen und für jedes Gebäude auch ein IFC-Modell erstellt wird. Sehr schön. Genau. Das macht ihr alles in Revit? Das machen wir alles in Revit, genau. Ja, bei Audivus? Ist dieses neue Tool eine absolute Erleichterung, ja. Ist der Name, was sagst du zu dem Namen? Wir haben lange überlegt, was wir für einen Namen nehmen sollen. Ja. Sag nochmal den Namen bitte. Speed Drawing Mode. Speed Drawing Mode. Also ich finde, es trifft es auf den Punkt, weil man dadurch auf jeden Fall eine Zeitersparnis hat beim Zeichnen. Also von dem her kann ich es so unterschreiben. Ja. 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 Sehr schön. Ich kann mich erinnern, irgendwann hast du mal hier angerufen bei Audivus. Richtig? Und hattest meinen Kollegen dran, den Christoph. Und ich erinnere mich, dass der Christoph gesagt hat, da hat jemand angerufen, der hat gesagt, wenn er jetzt nicht gleich Audivus kriegt, dann ist Mensch und Tierleben in Gefahr. Stimmt das? Genau, ich erinnere mich. Das war vor circa einem Dreivierteljahr, als ich auch noch relativ frisch war in diesem Job und habe dann gleich den Hauptgewinn gezogen und ein wirklich sehr kompliziertes oder komplexes Gebäude mit viel Dachstuhl und viel Gebälk erwischt. Wir blenden das Bild gleich ein. Das Gebäude ist eigentlich ein einziger Dachstuhl. Die Anforderung war halt, diesen Dachstuhl wirklich komplett mit den Balken darzustellen. Und als ich dann die Punktwolke gesehen habe, ist mir wirklich Angst und Bange geworden. Also brauchte wahrscheinlich Stunden, um sich erstmal im Gebäude zu orientieren, um die Dachbalken oder die Konstruktion zu erkennen. Du hast Audivus da gefunden und das war dann auch tatsächlich eine Erleichterung für dich. Ja, exakt. Bei diesem Dachstuhl war es wirklich die Hälfte an Zeit, die ich gespart habe. Also ich habe dieses Beispiel auch auf der Messe einfach Besuchern gezeigt und Leute, die auch schon sich lange damit beschäftigen und die haben auch gesagt, da wüssten sie jetzt auch nicht, wie sie anfangen sollten. Genau, das ist der Punkt. Ja, darauf wollte ich raus. Ja, es ist einfach allein schon das Verstehen und danach, wie soll man anfangen, und die Übersichtlichkeit war einfach gegen null. Die Zeit, die ich benötigt hätte, um überhaupt rauszufinden, wie ich anfange, was ich zu tun habe, bis nachher, wo ich dann gesehen habe, man kann sogar das ganze Dach entfernen, was ja bei einem Dachstuhl, wenn man den scannt, hat man immer auch dieses Dach dabei, wo einem dann die Sicht quasi auf die Balken versperrt.
Und wo ich dann gesehen habe in der Präsentation, dass man dieses Dach entfernen kann und einfach nur entweder das Dach entfernen oder einfach nur die Balken für sich anzeigen. Also beides ist möglich. Und als ich das gesehen habe, da geht mir so das Herz auf, wenn du das sagst, weil das ist genau das, was wir erreichen wollten. Wenn ich zum Beispiel die Wände machen wollte, nur mir die Wände eingeblendet habe und nichts drumherum, was mich irgendwie ablenken oder stören konnte. Ja. Man kann sich dann einfach darauf konzentrieren. Ich mache in einem Step die Wände, dann gucke ich nach den Stützen, dann gucke ich nach den Querbalken und im Endeffekt kann man dann zu guter Letzt alles einblenden und hat dann sozusagen nochmal die Überprüfung, ob man wirklich nichts vergessen, ausgelassen hat, aus Versehen, sondern... Das heißt, für die Überprüfung, ob du alles dabei hast, hat es dir auch geholfen? Genau. Dadurch, dass es noch farblich unterteilt war, getrennt war. Gut. Kannst du ungefähr sagen, im Prozent, wie viel Zeit hat dir das damals gespart? Also ich würde sagen, auf jeden Fall 30% Zeitersparnis. Also zum einen beim Einstieg spart man Zeit. Dann natürlich beim Modellieren, wie gerade gesagt, dass man alles einzeln modellieren kann oder sich auf eins konzentrieren kann und bessere Übersicht hat, da spart man Zeit. Und natürlich ganz klar mit den Dachbalken, mit dieser Dachgeschichte, Dach ausblenden, Balken ein- und ausblenden. Das war natürlich für mich jetzt persönlich die größte Zeitersparnis bei diesem Projekt. Ja. Ja. Also ich wusste ja, dass du quasi da schon dass du dich da einfach auskennst und dass du da mit Balken auf jeden Fall, du bist halt der Profi-Balkenmodellierer, das weiß ich, weil du schon, wer sowas mal modelliert hat, der kennt sich einfach aus. Mittlerweile kann man das so sagen, ja. Ja, genau, ich kann mich auch erinnern, du hast irgendwie mal gesagt, das ist das erste Mal, dass du dich darauf freust, Balken zu modellieren. Ja, exakt. Nein, davor habe ich wirklich Gänsehaut bekommen und Magenschmerzen, wenn ich mir diese Gesamtpunktewolke angeschaut habe. Und da habe ich mich wirklich drauf gefreut, weil ich gedacht habe, okay, du blendest dir die ein und zeichnest einfach nach. Einfacher geht's ja nicht. Also. Super. So, und dann, weil ich ja wusste, dass du da ein Profi bist, genau, habe ich dich dann gefragt, ob du nicht unser neues Feature Beta testen möchtest. Das neue Feature, das heißt Speed Drawing Mode. Vielleicht sagst du einfach mal was zu diesem Beta-Test. Ja, genau, das neue Feature. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ihr auf mich zukommen seid. Da ich wieder mal ein Gebäude hatte mit einem sehr großen Dachstuhl, mit sehr viel Balken, dass ich das Feature mal auf Herz und Nieren sozusagen testen konnte, hatte ich dann ein Gebäude mit eingeschobenem Satteldach. Das hört sich ganz schön kompliziert an. Was bedeutet das fürs Modellieren? Das bedeutet unterm Strich viele Balken mit vielen verschiedenen Winkeln. Auf jeden Fall sehr viele Balken. Okay. Das ist mal die Kernaussage. Ja, genau. Ihr habt mir dann das Tool oder dieses Plugin zur Verfügung gestellt. Ich habe es dann einfach mal installiert, was völlig easy ging und bekam dann eine kleine Einweisung. Also wirklich eine Minimaleinweisung. Ja, wir haben dann ja einen kurzen Termin gemacht, damit du da einfach reinkommst. Oder würdest du sagen, man braucht diese erste Einweisung? Ich würde fast sagen, nicht. Also in diesem Umfang nicht, weil eigentlich ist es selbsterklärend. Sobald man es mal weiß. Was würdest du jemandem sagen, der das Tool jetzt verwendet, wie er anfangen muss, damit er schnell anfangen kann? Also dem würde ich sagen, wähl dir mal einen Balken aus in dieser ganzen Konstruktion, wähl den einfach mal an und guck, was passiert. Und da man dann schon 4 Fenster hat, wo quasi der Balken von allen Seiten der Blickwinkel bzw. der Schnitt voreingestellt ist und man quasi immer den angewählten Balken plus den Balken davor, sage ich mal, und den danach dann erkennt. Im Prinzip direkt dann anfangen, den Balken auszuwählen im Revit und den in X und Y auszurichten, genauso wie er halt dargestellt ist, den drüberlegen und dann nochmal überprüfen und braucht dann keine zusätzlichen Schnitte. Und die Ansichten, wenn man jetzt zum Beispiel auf den nächsten Balken springt die Ansicht mit. Also das ist der riesen Vorteil von diesem Plugin oder von diesem Tool. Und genau. Ja, gut. Also ich hab diesen Dachstuhl, den habe ich dann auch auf der Messe
einer Profi-Modelliererin gezeigt. Und die hat geschätzt, dass man mindestens 30 Stunden dafür braucht. Ja. Du hattest ja eigentlich weniger geschätzt, aber sag doch mal, wie viel hast du geschätzt, dass du brauchst und wie viel hast du dann am Ende gebraucht? Als ich mir den Dachstuhl angeschaut habe, bin ich mal von 20 Stunden ausgegangen, so aus meiner bisherigen Erfahrung. Und habe dann einfach mal angefangen, wirklich Balken für Balken zu modellieren. Und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich sehr zügig vorankomme. Dadurch, dass die Ansichten dann immer mitgehen und ich keine extra Schnitte legen musste und selber mich nicht um die Ansichten kümmern musste, sondern einfach nur durchmodellieren konnte, habe ich nachher so ungefähr 10 Stunden gebraucht. Also knapp die Hälfte oder circa die Hälfte von dem, was ich geplant hatte. Ja, sehr schön. Also weit weg von 30 Stunden. Ja. Also die Modelliererin hat tatsächlich das nicht geglaubt. Ja. Die hat das nicht geglaubt, dass man das so schnell modellieren Die hat es wahrscheinlich erst geglaubt, wo du es dann vorgeführt hast und wo dann die Reise hingeht, ungefähr wie man es sich vorstellen kann, dass es nachher schneller geht. Ja, genau. Kannst du noch mal kurz in deinen Worten beschreiben, was dieser Speed-Drawing-Modus macht? Vielleicht in einem Satz oder in 2 Sätzen, was macht der Speed-Drawing-Modus? Er zeigt mir genau die Stelle, die ich modellieren möchte. Wenn ich nehme jetzt mal den Balken dazu nehme, dann richten sich die Ansichten genau auf diesen Balken, beziehungsweise um die direkte Umgebung. Und ich muss gar nicht viel überlegen, sondern ich kann direkt, das Positionieren muss immer noch ich in dem Fall machen, aber es ist eigentlich idiotensicher. Ja, ich muss es wirklich so sagen, man muss wirklich nichts überlegen. Man muss einfach nur schauen, ist es im Winkel richtig, ist es in der Höhe richtig. Das wird ja alles angezeigt und eigentlich ist es Malen nach Zahlen. Ja, so einfach. Wenn man es runterbricht, ja. Wir haben einen sehr, sehr fähigen Mitarbeiter, der sehr gute Scans abliefert und das setze ich mal voraus, dass einfach die Qualität der Punktwolke die Grundlage von dem Ganzen ist. Ja. Wie war das bei dir mit der 3D-Ansicht? Nutzt du die oft? Ja, also die nutze ich sehr oft, gerade um mich zu orientieren. Ich schaue ganz oft drauf, dass ich einfach dieses Gesamtgebilde, ich kann es mir dadurch viel besser vorstellen. Wie gesagt, ich komme aus dem Maschinenbau und ich habe ausschließlich mit 3D-Ansichten gearbeitet sozusagen und bin es einfach gewohnt, kann mich da schneller orientieren und ich nutze die wirklich sehr viel. Ja. Sehr schön, wir haben da bald ein Update. Okay. Ja. Wirst du das weiter nutzen? Ja, ich werde es definitiv weiter nutzen. Also keine Frage, natürlich. Ja. Und würdest du das anderen Modellierern empfehlen, das zu nutzen? Ein klares Ja. Also ich würde es ganz klar jedem Modellierer empfehlen, dieses Tool anzuwenden. Zum einen Zeitersparnis, Nerven werden geschont und es macht Spaß, ja. Sehr schön, super, super, genial. Kannst du noch ein bisschen was im Detail zu diesem Nervenschonen sagen? Zum einen ist ganz am Anfang der Einstieg. Da macht man sich erstmal die ersten Gedanken und denkt, wie bekomme ich das hin? Da muss ich ja 100.000 Schnitte machen und um Gottes Willen. Und da ist es, wenn es farblich unterteilt ist, einfach schon mal, finde ich, dass man einfach schon mehr Vertrauen hat oder mehr Lust drauf hat. Und zum anderen ist es natürlich beim Modellieren. Also ich muss da nicht unzählige Schnitte machen. Ich habe eine bessere Übersicht. Ja. Sehr schön, sehr schön. Alright. Dann kommen wir schon zum Ende von unserem Podcast. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ja, nachher haben wir noch deinen Kollegen da, den Gründer von 3D-Scan. Und vielleicht kannst du noch kurz sagen, was möchtest du noch unseren Zuschauern irgendwas sagen? Also ich kann jedem nur empfehlen, der vorhat, Gebäude zu scannen, zu digitalisieren, Pläne haben möchte, Modelle haben möchte,
Das Laserscan ist eine faszinierende Technik. Also mich hat es komplett, oder fasziniert es immer noch, was damit für eine Genauigkeit hinzukriegen ist, für einen Detaillierungsgrad. Und wir bei 3D-Scan legen da natürlich sehr viel Wert drauf, dass unsere Kunden die beste Qualität bekommen. Genau den Eindruck hatte ich auch. Ja. Also, wenn Sie Wert auf Qualität legen und was Kompliziertes zu digitalisieren haben, sind Sie bei Andreas Kopfschlägel und 3D-Scan genau an der richtigen Stelle. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.